Hallo meine Lieben, heute ist tatsächlich auch schon der erste Tag von meinem Adventskalender. Für diejenigen, die neu auf meinem Kanal sind, ich mache immer im Dezember vom 1. bis zum 24. jeweils ein Video pro Tag, wo ich euch zu einem bestimmten Thema etwas zeige. Und ich arbeite ja dieses Jahr nicht alleine daran, sondern ich arbeite mit Mia vom Stickherz zusammen. Sie hat einen Adventskalender, wo sie jeden Tag eine neue Datei hochlädt. Wenn ihr den Adventskalender noch nicht gekauft habt, könnt ihr das immer noch machen im Moment. Es wird nicht nicht den ganzen Dezember sein, sondern eher bis Anfangs Dezember, aber ich glaube im Moment kann man den noch kaufen und ihr müsst aber nicht zwingend mit diesen Dateien arbeiten, sondern könnt die Idee dann einfach als Inspiration nehmen und auch mit anderen Dateien arbeiten. Bei der Serie habe ich gesagt, es geht um Gutscheine. Für mich ist es hauptsächlich so, dass es weniger um Geldgutscheine geht, sondern mehr darum, Zeit miteinander zu verbringen. Das werdet ihr dann auch bei den Ideen ein bisschen sehen. Heute als Datei haben wir ein Rehkitz und was ich dazu für eine Idee hatte, das seht ihr gleich nach dem Intro. Als ich diese Datei gesehen habe, habe ich persönlich sofort an Tierpark gedacht. Das ist dieses süße kleine Rehkitz mit dem Kranz und der kleinen Libelle. Und eben ich dachte an Tierpark und deshalb wollte ich einen Gutschein machen für den Besuch im Tierpark. Zeige euch nachher gleich, wie ich das aufbereitet habe. Das heißt, ich habe hier auch noch Gutschein für einen Nachmittag im Tierpark inklusive. Und dann für vorne drauf noch eine klitzekleine Kleinigkeit für dich. Habe ich gleich ein paar Mal ausgedruckt, weil das kann ich garantiert auch für andere Sachen verwenden. Das ist das. Dann habe ich hier eben einfach so ein Aufbewahrungsmäppchen, was man eben wunderbar verwenden kann mit dem Fuse Tool. Wenn ihr das nicht kennt, es ist ganz einfach hier so ein Rädchen. Der ganze Stift, also man schließt es an den Strom an, dann wird der ganze Stift heiß hier und mit diesen Rädchen, dadurch, dass wir hier eben diese Zacken haben, kann man dann mit dem Lineal wunderbar, natürlich eine Hitzematte drunter, aber so kann man wunderbar so ein Plastik verschweißen und so können wir eine Tasche bilden, wo dann der Gutschein reinkommt. Und dann habe ich hier noch so ein paar Schneeflocken, Pailletten und ein paar Sternchen, die ich dann da reinmache. Es wird quasi wie eine Shaker-Karte, aber eben ohne, dass ich mit Erhöhungen arbeiten muss und solche Sachen, sondern das geht ganz einfach hier mit diesen Mäppchen, die man relativ günstig kaufen kann. Jetzt wollte ich euch als erstes kurz zeigen, wie ich die Datei aufbereitet habe. Ich habe 2 Seiten gemacht. Einerseits hier die erste Seite. Ich habe A5 ausgewählt und das ist, für die, die es nicht kennen, das ist Canva. Ich arbeite da super gerne damit, um Designs aufzubereiten, um die dann auszudrucken und ich habe da auch ein Abo, also von dem her kann ich dann die Seitengrößen einrichten, wie ich das gerne haben möchte. Ich habe hier extra eine A5-Seite genommen und dann habe ich hier einfach über die Elemente, habe ich ganz einfach einen Strich eingefügt, weil wenn ihr so einen Strich einfügt, dann könnt ihr wunderbar dann gucken, wo ist die Hälfte von der Seite. Und das wird euch schön angezeigt. Und so wusste ich dann, wo ich mein Motiv platzieren kann, weil ich will diese Karte umklappen. Das heißt natürlich als Karte 2 Seiten. Und so sehe ich dann, dass ich hier oben wunderbar genug Platz habe und habe dann eben über das Einfügen, ich habe es bei mir im Fotoalbum gespeichert, die 3 Elemente und so konnte ich die ganz einfach einfügen. Und dann für den Text habe ich ganz einfach hier über Text, hier drüben, habe ich ein Textfeld hinzugefügt, wenn ihr euch fragt, welche Schriftarten das sind. Das hier ist Buffalo und die andere, die kleine, ist Amatic SC. Das sind die beiden Schriften, die ich verwendet habe. Und zwar für
den Text, der vorne drauf geht, aber eben auch für innen drinne. Und bei dem Text, der innen drinne ist, habe ich geguckt, dass der ein bisschen kleiner ist als das, weil ich werde das hier aus einem Kraftkarton machen und hier für das Element innen drinne, da werde ich das Ganze eben dann aus einem weißen Papier ausstanzen und das draufkleben. So einfach könnt ihr eine Datei aufbereiten, wenn ihr etwas nur drucken wollt. Wie gesagt, das habe ich schon gemacht und so habe ich jetzt einerseits das Rehkitz und andererseits die Sprüche. Jetzt, was ich als allererstes machen will, ich habe hier solche Kreise, die einen Stitchline haben und da gucke ich, wenn ich das ausstanzen will, dass ich oben noch so einen freien Teil habe. Das ist ganz relativ mittig, aber dann kann ich mir kurz anzeichnen, auf welcher Höhe ich das falzen will. Dann kann ich hier mein Falz- und Schneidebrett nehmen und das, ich sehe das durch den Faden, der hier durchläuft, sehe ich diesen Punkt und da falze ich jetzt das Ganze einfach mal. Und dann kann ich die Karte genau da umlegen. Weil so kann ich das ausstanzen und oben bleibt trotzdem ein Teil übrig, der dann eben nicht geschnitten wird. Damit mir das jetzt nicht verrutscht, klebe ich das kurz noch an 2 Stellen fest. Und so kurble ich das kurz durch die Big Shot durch. Sollte es eigentlich wunderbar geschnitten haben. Das ist genau der Fall. Und so habe ich jetzt quasi eine Aufklappkarte. Das ist das eine, was ich machen wollte. Und dann brauche ich quasi noch eine Nummer kleiner. Ich habe jetzt das andere hinten dran gemacht, damit ich sehe, wie ich den Kreis am besten ausrichte. Das wird so sein, weil ich werde dann hier oben ganz einfach einen Teil abschneiden, damit das Ganze dann auch wieder reinpasst. Und so stanze ich das kurz aus. Jetzt kann ich gucken, wo ich das oben abschneiden muss. Natürlich gerne gerade und mittig. Und dann gucke ich, dass ich das nicht bis an den Rand oben mache, sondern auch so denselben Abstand, wo ich auch den Kreis ringsherum habe. Ich würde sagen, hier schneide ich das ab. Kann ich auch kurz mit der Schere machen. So, dann, ne? Jetzt müssen wir da natürlich gucken, hier ist vorne. Das heißt, hier innen drin kann ich das festkleben. Und damit das geschlossen bleibt, mache ich hier einen ganz kleinen Klebepunkt drauf. Der hält auch nicht super stark fest, aber sie bleibt geschlossen, während sie im Shaker drin ist. Gebe hier einfach unten in die Mitte rein. So. So kann man es zumachen. Es bleibt geschlossen, aber es lässt sich eben auch wieder öffnen. So einfach ist ein kleiner Gutschein gemacht schon mal.
Und jetzt kommen wir noch zum Shaker-Element. Dazu brauche ich meine Vollquill-Matte, die eben wunderbar hitzebeständig ist. Und jetzt kann ich schon mal gucken, wie groß das sein soll, wenn ich das hier reinmache. Ich habe es mal versucht, mittig reinzulegen. Und jetzt mache ich das mal so auf der Seite fest. Dann heize ich hier das Fuse Tool auf. Und ich werde es dann so machen, dass ich zuerst diese Seite und diese Seite versegle. Dann kann ich es noch ein bisschen schieben. Und dann mache ich diese Seite und oben lasse ich noch offen, damit ich das befüllen kann. Aber jetzt muss ich erst das Ding hier warm werden lassen. Das Ganze dauert ein Momentchen. In der Anleitung steht 10 Minuten. Ich habe das so zwischen 5 und 10 Minuten aufwärmen lassen. Das Element habe ich hier kurz rausgenommen, weil ich habe mir quasi die Häuschen auf der Unterlage abgezählt und ich weiß, dass es hier 5 sind. Von dem her mache ich jetzt einfach mal unten den Strich. Natürlich müsste das Ganze dann auch auf dem Plastik liegen. Das heißt, ich nehme hier die untere Kante aus Orientierung, damit ich da schön gerade liege. Dann halte ich das fest, damit ich mit den Fingern hier nicht an den Stab komme. Und dann kann ich das langsam quasi entlang dieser Ausbuchtung da ziehen. Wollt ihr noch gerade nicht so wie ich? Versuch's nochmal. Moment. So, jetzt. Jetzt haben wir schon mal eine Linie. Und das ist jetzt hier quasi fest miteinander verschweißt. Jetzt mache ich die Linie auch auf der Seite noch. Und jetzt zähle ich quasi die Felder ab. Das heißt, ich gebe die hier auf meine Matte hier hin, dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Auf diesem Feld hier möchte ich das gerne haben. Kann ich kurz kontrollieren, ob das hält. Ja, hält wunderbar. Und dann schneide ich das ganz einfach mit so einem, würde ich sagen, einen halben Zentimeter Abstand. Schneide ich das ab. Oben schneide ich es nur kurz so ein bisschen zurück, einfach damit ich da ein bisschen weniger Material habe, mit dem ich arbeiten muss. Aber ihr seht, jetzt habe ich wunderbar hier eine Tasche gebildet. Da kann ich jetzt meinen Gutschein reinmachen. Und dann kann ich die Pailletten reinmachen. Ich würde sagen, das reicht auch für mich. Und jetzt kann ich das wieder hier auf die Linie legen. Und das Schöne ist, hier hinten dran habt ihr so Plastiknoppen, das heißt, dadurch verrutscht euch das Ganze nicht. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 ist hier oben. Und dann kann ich das hier auch noch verschweißen. Wunderbar.
und dann den Überstand auch wieder abschneiden. Und so habe ich wunderbar eine Shaker-Karte, wo der Gutschein drin ist, und die Person, die das kriegt, muss dann einfach das Ganze aufschneiden, um an diesen Gutschein ranzukommen. Fuse Tool kann ich wieder ausmachen. Am besten macht ihr das einfach irgendwo hin, wo weder Kinder noch Haustiere drankommen, damit es auskühlen kann. Jetzt könntet ihr, wenn ihr das so halten wollt, könnt ihr da einfach einen Spruch vorne drauf machen, noch auf das Mäppchen. Ich will es aber ein bisschen anders gestalten. Das heißt, ich möchte gerne da noch eine Hülle machen, wo man das dann rauszieht. Und die Hülle muss natürlich groß genug sein, damit das hier drin Platz hat. Ich würde sagen 13,7 cm. Wenn das Ganze 13,7 mal 13,7 sein muss, dann brauche ich eine Auflagekarte, die, ja, ich würde sagen, die ist 13,7 mal 13,7. Plus dann eine für hinten dran, wo ich hier, hier und hier eine Kleberlasche habe von 1 cm. Von dem her sind das hier 15,7 und hier müssten es dann 14,7 sein. Also 15,7 und 14,7. Das ist eine. Und das habe ich gar nicht gesagt, ne? Dieser Karton, das ist so ein Kraftkarton, den ich von Folia habe. Die finde ich wirklich super zum Basteln, weil der ist, steht nicht drauf, aber ich würde behaupten, der ist sicher 220 Gramm. So, jetzt haben wir gesagt 13,7 mal 13,7. Dann das große müssen wir auf der Seite, der kürzeren Seite, bei 1 cm falzen und dann hier auf den beiden Seiten auch noch mal bei 1 cm je. Dann kann ich hier diese Laschen auch schon zurückschneiden als Kleberlaschen. Und dann die Falzlinien nachziehen. Wenn ihr da eine starke Überlappung habt, könnt ihr das auch noch ein bisschen mehr zurückschneiden. Geht ein bisschen einfacher, wenn sich das Ganze hier nicht überlappt. Und dann kann auf die Kleberlaschen Kleber drauf und dann kann ich das hier schön hier drauf kleben. In Christmas times. So, und dann solltet ihr hier wunderbar eine Hülle haben. Dann schneide ich hier mir einen dieser Sprüche aus. Und ich mache das gerne, wenn der ein bisschen fester ist, weil das hier sind 200 Gramm Papier. Deshalb klebe ich mir das noch kurz auf das Craftpapier auf. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows in the rain. Dann haben wir hier ein schönes festes Element. Dann will ich hier oben noch einen Halbkreis stanzen, einfach damit man das, was da drin ist, besser fassen kann. Ich denke mal, der mag das nicht, wenn ich versuche, da beides miteinander zu stanzen. Von dem her mache ich mal eine Seite. It will always be Christmas in my heart.
das wird das. Wo habe ich meinen Shaker hingelegt? Dann kann man den Shaker hier, der sollte jetzt eigentlich reinpassen, verschwinden lassen. Oben guckt noch ein bisschen raus. Jetzt gucken wir mal, was wir hier machen. Ich habe das Gefühl, das ist mir hier noch ein bisschen zu wenig. Das heißt, nochmal kurz rausnehmen. Dann lege ich das hier hin, wo ich es nachher drauf machen will. Und dann mache ich mit meinem Edding hier noch so ein paar Punkte drauf. Quasi Schneeflocken. Hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Here we go. So, ich habe das Gefühl, das müsste reichen. Und dann bringe ich das hier mit so Foam-Pads auf, damit es so ein bisschen erhöht ist. Now this Christmas, we're gonna dance. Okay? Come on. Ich habe es mir gerade noch anders überlegt. Ich mache hier oben noch so 2 kleine Löchlein rein, damit ich die Schnur und die Schlaufe quasi da durchziehen kann. So, jetzt hoffe ich, ich komme mit beiden Fäden durch. Ja, passt doch wunderbar. We're gonna dance, dance, have a good time, dance, dance, all night long. We're gonna dance, dance, and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Doesn't matter if the snow is falling, or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But Wie kann man die Frau B zur Verzweiflung bringen? Schleifchen binden. So, dann haben wir hier eine wunderbare Hülle und da rein kann jetzt eben unser Gutschein mit dem schönen Motiv von Mia oder auch bekannt als Stickherz. Und das ist meine erste Idee heute für den Adventskalender. Somit war es das auch schon mit dem Video. Ganz einfach hier mit dem Fuse Tool kann ich wirklich empfehlen, auch wenn man gerne Shaker-Karten macht, weil solche Elemente kann man auch in Karten reinkleben, weil sie eben nicht so hoch sind und trotzdem funktioniert das mit dem Shaker wunderbar. Eine kleine Hülle dazu und so einfach könnt ihr einen Gutschein originell verpacken. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen, dass ihr da selber auch Lust habt, das auszuprobieren und dass ich euch morgen im nächsten Video oder auch in einem anderen Video wiedersehe. Bis bald!